Ja, hallo liebe Finnland-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist herrlich geworden in den letzten Tagen. Ja, wir haben jetzt Mitte, Ende Mai und so langsam wird es ein bisschen grün, auch in Finnland. Heute geht es um die Unterschiede zwischen Deutschland und Finnland. Es gibt einige Sachen, die hier komplett anders laufen, als ich gedacht hatte. Ich erzähle euch ganz kurz ein paar Storys dazu und es gibt mal wieder ein paar Fakten, also bleibt dran. Ja, also auswandern nach Finnland ist die eine Sache und in Finnland leben ist dann wohl auch die andere. Natürlich ist es in einem anderen Land ganz anders. Es gibt andere Geflogenheiten, es gibt andere Gesetze, andere Vorstellungen von Werte und Kultur. Aber einiges kann man auch ganz klar benennen und einiges läuft auch viel besser hier in Finnland als in Deutschland. Vielleicht muss man auch ein bisschen diese deutsche Mentalität ablegen, wenn man vorhat, in Finnland zu leben. Ich habe das auch gemacht und das war ja sogar auch mit ein Grund, nach Finnland zu gehen, dass mir nicht alles so passt, was in Deutschland läuft und wie die Leute da so drauf sind. Ne? Okay, so jetzt gibt es von mir 5 Dinge, die hier in Finnland völlig anders laufen als in Deutschland. In Deutschland gibt es für alles ein Formular, in Finnland oft einfach nur eine App. Die Digitalisierung ist in Finnland deutlich weiter. Termine bei der Ausländerbehörde, Steuererklärungen oder Kita-Anmeldungen, vieles läuft online ohne langes Papierchaos. Beispiel: Deine Steuererklärung kommt vorausgefüllt, du musst sie nur noch durchsehen und bestätigen. Aber Vorsicht, die Kommunikation mit Behörden ist kurz, sachlich und oft ohne Begrüßung oder Erklärung. Das wirkt manchmal unhöflich, ist aber einfach normal hier. In Deutschland heißt es oft Leistung, Effizienz, klare Strukturen. In Finnland läuft das anders. Hier zählt Vertrauen, Eigenverantwortung und vor allem Work-Life-Balance. Viele Finnen arbeiten im Homeoffice oder flexibel. Überstunden eher unüblich. Pausen sind heilig und Feierabend ist wirklich Feierabend. Der Chef sitzt manchmal direkt neben dir und wird meist einfach geduzt. Und der Sommerurlaub, der ist fast schon heilig. 5 Wochen, oft am Stück, und im Juli steht gefühlt ganz Finnland still. Smalltalk in Finnland eher Fehlanzeige. Hier gilt, wenn man nichts Wichtiges zu sagen hat, schweigt man lieber. Die Kommunikation ist direkt, ehrlich und manchmal sehr still. Ein echter Klassiker unter den Finnen. Ein gutes Gespräch erkennt man daran, dass man sich auch mal anschweigen kann. Was für Deutsche vielleicht unangenehm ist, ist für viele Finnen ein Zeichen von Respekt. In Deutschland ist immer was los. Verkehr, Menschen, Termine. In Finnland dagegen Ruhe, Platz, Natur. 75% des Landes sind bewaldet und Wasser ist nie weit. Viele haben ein Mökki, also eine Hütte am See. Da wird geangelt, gegrillt, geschwitzt, natürlich in der Sauna. Freizeit in Finnland heißt Natur genießen, entschleunigen und sich einfach mal rausziehen. Das finnische Bildungssystem gilt weltweit als Vorbild. Schule beginnt hier mit 7 und die ersten Jahre gibt's kaum Noten. Weniger Frontalunterricht, mehr Projekte, mehr Selbstverantwortung. Kinder sollen in Ruhe lernen, ohne Leistungsdruck und Angst vor dem Versagen. Und das merkt man auch im Alltag. Viele Kinder sind selbstständig unterwegs, mit dem Fahrrad, dem Bus oder zu Fuß zur Schule. Vertrauen und Freiheit, das zieht sich hier durch die ganze Erziehung. Ja, Dinge, die hier noch anders laufen, sind natürlich Sachen wie diese hier. Ja, auch hier in Finnland gibt es natürlich Blitzer und Geschwindigkeitsbegrenzung und deren Überwachung.
Das Ganze sieht hier so aus. Es sind meistens fest installierte Blitzer und ja, dass geblitzt wird, wird vorher mit Verkehrszeichen angekündigt. Das heißt, wenn du irgendwo gefilmt oder geblitzt wirst, dann wirst du in Finnland darauf hingewiesen. Ja, natürlich wurde ich auch schon mal in Finnland geblitzt. Aber das ist eigentlich immer nur, wenn du schläfst und nicht drauf achtest. Ich habe das noch nie erlebt, dass hier gelasert wird. Es wird gelasert, irgendwo habe ich es mal gesehen, gehört, aber sowas von selten. Mir selbst ist es noch nie passiert. Ich bin einmal geblitzt worden, nee, zweimal. Das war an diesen festen Blitzern und auch nur, weil ich gepennt habe, ne? Und solche Abzocke wie in Deutschland, dass du da in der 30er-Zone, kurz bevor es zu Ende ist, da nochmal mit so einem Wagen hinterrücks aus irgendeinem Versteck ganz fies erwischt wirst. So eine Abzocke gibt es hier in Finnland nicht. Ja, und wie soll es auch anders sein, läuft Tanken in Finnland natürlich auch ganz anders. Ja, so wie überall, selbst ist der Finne, selber tanken, also Tankautomat angesagt. Ganz einfach, Karte rein, Schlauch raus und ab geht's. Ja, zwischen 11 und 15 Uhr Hüngerchen, Lonas angesagt. Ja, ich war jetzt hier gerade bei ABC Utti. Da gibt es immer Lonas, also Buffet. Das ist auch eine Sache, die hier völlig anders läuft. Da bezahlst du 13,70 € und kannst alles nehmen. Da gibt es Salat, da gibt es was Gekochtes, ein bisschen Kartoffeln dazu oder irgendwas. Würstchen und alles Mögliche. Schnitzel gab es jetzt heute da. Und du kannst dann natürlich auch was Süßes noch nehmen. Kaffee und Getränke sind auch mit drin. Das ist eine Sache, die würde so vielleicht in Deutschland oder anderen Ländern nicht funktionieren. Die Finnen sind da ganz diszipliniert. Die nehmen einen Salatteller und einen normalen Teller, machen sich das voll, nehmen 2 Getränke und gehen vielleicht nach dem Essen sich einen Kaffee holen. Aber ich habe noch nie einen Finnen gesehen, der da 2-3 Mal hinläuft und sich da voll frisst. Das ist also gar nicht üblich. Also wenn es hier um Buffet geht, ist nicht gleich Völlerei angesagt, ne? Sondern die sind völlig selbstdiszipliniert, nehmen sich ihren Teller da, suchen sich was aus und das war es auch schon. Also ja, und so sieht das Buffet aus, habe ich ganz kurz mal abgefilmt für euch. Und ja, auch das ist eine Sache, die hier völlig anders läuft. Also ich habe in Deutschland noch kein Buffet für 13,70 € gesehen, wo Getränke enthalten sind und auch noch Kaffee. Also ja, Respekt, und hier können die das anscheinend machen, weil es einen normalen Umgang mit diesen Sachen gibt. In Deutschland bringt der Postbote die Briefe oft direkt bis an die Haustür. In Finnland läuft das ganz anders. Hier stehen die Briefkästen meistens gesammelt an der Straße. Besonders auf dem Land oder in kleineren Orten ist das ganz normal. Und das ist clever. Die Postautos in Finnland haben das Lenkrad auf der rechten Seite. So kann der Fahrer direkt an den Kästen vorbeifahren und die Post einwerfen, ohne überhaupt auszusteigen. Auch bei Paketen gibt es Unterschiede. Die kommen meist nicht zu dir nach Hause, sondern landen in einem Paketautomaten. Die stehen oft in Supermärkten, an Tankstellen oder in kleinen Kiosken. Sobald dein Paket da ist, bekommst du einfach eine Nachricht. Entweder per E-Mail oder direkt per App der Post. Darin ist ein Zahlencode, den gibst du am Automaten ein und zack, das Fach geht auf. Das geht rund um die Uhr, ganz ohne Stress.
und ohne Warteschlange. Typisch Finnland. Digital, effizient und durchdacht. Und hast du einige der Unterschiede schon selbst erlebt oder hat dich was überrascht? Schreib's mir gern in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Abo da und teils mit anderen Finnland-Fans. Schaut euch auch mal meinen Blog an. Zu den meisten Videos, die ich hier mache, gibt es einen weiterführenden Blog, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt, wo Linklisten drin sind und vielleicht ein paar Infos, die dir helfen oder irgendwie dich weiterbringen. Ja, Leute, also, das war's von mir. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Micha. Ciao.